Prayer. Herzlich willkommen auf der Expo-Real 2023 auf dem Stand von Prayer. Und das Thema, das wir jetzt besprechen möchten, ist Datencenter als Assetklasse und Projektentwicklung. Ich freue mich sehr, dass wir dazu zwei Gäste haben. In der Vergangenheit gab es viele Datencenter auf dem Plattenland. In Zukunft kommen die immer näher an die Städte. Und ich freue mich auf meine Gäste heute. Stefan, wenn du dich ganz kurz vorstellst und kurz sagst, warum dir diese Diskussion und dieses Thema so wichtig ist. Ja, ich bin... Hallo. Nimm mal das andere Mikro, bitte. Mikrofon funktioniert immer noch nicht. Das geht aber. Ja, also Stefan ich bin Wirtschaftsförderer in Berlin und wieso interessiert uns Datencenter? Also wir siedeln ja Unternehmen an, wir begleiten Unternehmen, wenn sie wachsen wollen. Und das sind in den letzten Jahren ziemlich viel. Also der Track Record ist ziemlich gut. Und wir sind ja die Hauptstadt der Digitalisierung. Und für die Digitalisierung ist klar, brauchen wir Rechenzentren. Und Rechenzentren waren früher irgendwo und Berlin war ein B oder ein C oder ein D, ich weiß gar nicht, ein ZZ-Standort, also keiner wollte hin. Aber da sind ja so ein paar Sachen passiert, die wir sicherlich diskutieren, wieso wir die brauchen. Und für uns als Wirtschaftsförderer ist ein Rechenzentrum eine notwendige Infrastruktur, genauso wie Straßen, Schulen, Strom und alles andere, was man an öffentlicher Infrastruktur braucht. Vielen Dank, Stefan. Und gerne, Gabriel, dass du dich kurz vorstellst und auch sagst, warum für dich diese Diskussion und das Thema Datencenter in Berlin wichtig ist. Ja, mein Name ist Gabriel Kositzky, CEO und Gründer der Prayer Group. Für mich ist das Thema wichtig, weil wir selber das größte innerstädtische Rechenzentrum in Berlin entwickeln mit 100 Megawatt und wir auch etwas aufzeigen wollen, wieso Rechenzentren tatsächlich nur noch in der Innenstadt entwickelt werden sollten und nicht mehr in der Peripherie. Wir haben ja den Trend der letzten Jahre miterlebt, dass quasi der Rechenzentren aus der Stadt rausgingen aufgrund des hohen Stromverbrauchs. Aber auf der anderen Seite haben wir das Thema der Abwärme, die in der Peripherie gar nicht effektiv genutzt werden kann. Also wir verlieren so viel Energie am Markt, die tatsächlich eigentlich den großen Städten dienen sollte. Vielen Dank, Gabriel. Wir werden also mehrere Themen heute diskutieren. Wir werden einmal Zuzug und Abzug von Datencentern in den Metropolen sprechen. Wir werden über die Bedeutung von Datacentern als Teil der Infrastruktur für Metropolen, wie Berlin es eine ist, besprechen. Wir werden über Datenautobahnen und Datenknotenpunkte sprechen, wo eigentlich geeignete Standorte sind. Und wir werden über den Mehrwert von Datacentern aufgrund der produzierten Wärmeenergie für Ballungszentren diskutieren. Super, vielen Dank. Bevor wir dazu aber starten, möchten wir einen kurzen Film zeigen zu dem Projekt in Berlin. Das ist wirklich spannend, weil da eines der größten Datenzentren überhaupt entsteht. Film ab! In einer Welt, in der technologischer Fortschritt den Takt vorgibt, sind Daten das wertvollste Gut. Sie revolutionieren unsere Interaktion mit Technologie und Rechenzentren stehen an vorderster Stelle dieser Revolution. Dafür schaffen wir BlueStar. Ein Meilenstein in der Digitalisierung der deutschen Hauptstadt, der Fortschritt mit Nachhaltigkeit vereint. Es ist nicht nur eines der größten und leistungsfähigsten Rechenzentren seiner Art. Es wurde vor allem konzipiert, um verantwortungsvoll mit den beiden wichtigsten Ressourcen unserer Zeit umzugehen: Information und Energie. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz in unserem Entwurfsprozess haben wir ein Datacenter geschaffen, das innovative Standards hinsichtlich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit prägt. Im Herzen Lichtenbergs befindet sich unser Datacenter zwischen ruhiger Wohnlage und gewerblicher Lebhaftigkeit, umgeben von bewaldeten Parkanlagen und dem ikonischen Königin Elisabeth Herzberge Krankenhaus. Diese außergewöhnliche Lage war jedoch nicht immer für ein Datacenter bestimmt. Die Erkenntnis kam, als unsere Datenwissenschaftler ihr verborgenes Potenzial offenbarten. Zusätzlich zum optimalen Standort erfüllt unser Datacenter die höchsten Standards für Datensicherheit und Schutz. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 57.000 Quadratmetern und umfasst 4 Gebäudekomplexe. Um kontinuierliche Ausfallsicherheit und Effizienz zu gewährleisten, werden ein Energiemanagementgebäude und ein Umspannwerk errichtet.
Die Architektur des Datacenters zeichnet sich durch eine symbiotische Verbindung von Funktionalität und Ästhetik aus. Das Design der rückbelüfteten Fassade spiegelt die Struktur des wichtigsten Elements eines Computers wider, das Motherboard. Bluestar zeichnet sich nicht nur durch seine Größe, Leistung und Effizienz aus, sondern auch durch sein ressourcenschonendes Konzept. Durch unseren Ansatz, die Abwärme effizient in das Fernwärmenetz des Bezirks zu integrieren, besteht das Potenzial, mehr als 2 Millionen Quadratmeter Wohnraum mit nachhaltiger Wärmeenergie zu versorgen. Bluestar ist nicht nur ein Symbol für die Zukunft. Es setzt neue Maßstäbe für Fortschritt und ist ein Vorreiter für Nachhaltigkeit. Das ist die Zukunft. Das ist Berlin. Das ist Bluestar. Ja, vielen Dank für diesen kurzen Einspieler. Wir möchten aber trotzdem noch einmal auf die Kerndaten eingehen von dem Datencenter in Berlin. Und Gabriel, ich würde dich kurz bitten, dass du das Datacenter in Lichtenberg kurz vorstellst mit den wichtigsten Zahlen. Gerne. Also wir entwickeln in Berlin 100 Megawatt. Das heißt, wir haben insgesamt 100 Megawatt, die stündlich zur Verfügung stehen für das Betreiben eines Rechenzentrums. Genau genommen nehmen ca. 30 Megawatt davon nur die reine Klimatechnik zu, damit dieses Gebäude auch gekühlt und betrieben werden kann. Und 70 Megawatt stehen als reine IT-Leistung zur Verfügung, wo dadurch auch Serverkapazitäten zur Verfügung stehen. Umgerechnet könnten wir damit ungefähr eigentlich den gesamten deutschen Arbeitsmarkt, jeden einzelnen Bürotisch in Deutschland mit Rechenkapazität versorgen. So groß ist das Rechenzentrum. Wir spezialisieren uns in diesem Bereich nicht auf Co-Location, sondern auf Hyperscaler-Vermietung. Das heißt, unsere Endkunden sind die großen Tech-Konzerne wie Amazon, Google, Meta und Co., die sozusagen auch ein jährliches Wachstum haben. Und wir haben jetzt vor ungefähr 2 Monaten erfolgreiche Baugenehmigung bekommen. Wir haben insgesamt 70.000 Quadratmeter BGF, die sind nach 34 genehmigt worden. Wir haben eine Befreiung in allen sämtlichen Bereichen bekommen. Wir unterliegen nicht dem Bundesemissionsschutzgesetz, weil das Rechenzentrum so nachhaltig entwickelt worden ist. Und wir mussten dementsprechend auch keinen B-Plan aufstellen. Das sind sozusagen unsere Projektentwicklungsleistungen, die für Deutschland einmalig ist. Das ist sozusagen ein Einzelfall, der ja hier zustande gekommen ist, aber auch ein Präzedenzfall, um aufzuzeigen, dass auch Rechenzentren nachhaltig entwickelt werden können, obwohl sie so viel Energie verbrauchen. Danke dir, Gabriel. Stefan, ich gebe das mal direkt an dich weiter, weil mich das interessiert. Wir sind jetzt gerade in München. München sieht sich auch als einer der Hightech-Hubs in Deutschland. Du sagst aber, dass Berlin die wachsende IT- und Hightech- und Digitalisierungsmetropole ist. Na, das sage ich nicht nur, das ist auch so. Ich meine, wenn man jetzt Deutschland, ich mag München. Ich hatte gerade heute Morgen eine Pressekonferenz mit München, Köln und Hamburg zusammen und habe da gesagt, auf die Frage, wieso machen wir das? Naja, weil ein Herr Scholz jetzt kein Unicorn, wenn die gerade eine Milliardenbewertung bekommen haben, auf Twitter oder X oder Blue Sky gratuliert, wie das Macron für französische Startups macht. Das heißt, also wir müssen irgendwie selber sehen zusammen, dass wir international bestehen als Deutschland. Wenn ich das aber jetzt innerhalb von Deutschland sehe, ist es natürlich so, dass mehr als 50% von dem Startup-Geschehen, wenn ich das mal rausgreife, in Berlin konzentriert ist. Egal, ob man das misst an Finanzierungskapital, Finanzierungsrunden. Bei der Anzahl der Unicorns sind sogar 70% aller Deutschen in Berlin. Und wenn wir jetzt sehen zusätzlich, dass all das, was bei etablierten Unternehmen an Digitalisierung ist, Siemens Energy, bei Mercedes beispielsweise, neue Geschäftsmodelle angeht, dann findet das in Berlin. Ja? Also das hören vielleicht nicht so viele so gerne, aber wenn ich allein im Automobil daran denke, dass die Werkschöpfung ja gar nicht mehr das Bauen von Karosse ist, sondern das IT-System innen drin, dann wird das IT-System von Mercedes von 6.500 Menschen in Berlin programmiert. Wenn ich sehe, wer steuert die 30 Produktionswerke von der IT, von der Nachhaltigkeit, da laufen die Werker, Instandhalter mit so einer Apple Watch rum und sagen, da steht ein Teil, dann machen sie ihre App auf, fotografieren das ab und schleusen das. Diese ganze App-Entwicklung passiert in Berlin, also die digitale Fabrik von Mercedes. Das ist nur ein Beispiel eines etablierten Unternehmens. So könnte ich jetzt 3 Stunden weiter erzählen und das würde nicht reichen und die Beispiele würden nicht ausgehen. Und das alles zeigt, dass Digitalisierung, weil die Business Cases talentgetrieben sind, die Menschen haben Bock auf Berlin, Berlin einfach
überdurchschnittlich wächst. Im letzten Jahr Bruttoinlandsprodukt ist um 4,9% gewachsen. Ja? Also für eine ausgereifte Volkswirtschaft 4,9% nicht so schlecht, würde ich sagen. Und genau da treffen wir uns ja, Gabriel und ich, weil wir dazu einfach Rechenzentrum brauchen. Ja? Und das ist nicht nur ein Trend, sondern das ist letztendlich eine Wachstumskurve, die auch in den nächsten Jahrzehnten, so viel kann man sagen, wir wissen vielleicht noch nicht, welche Technologien, aber ja auch nicht abbrechen wird. Gabriel, ich gebe das gleich an dich weiter. Vielleicht ganz kurz hinsichtlich der Wachstumskurven. Wir haben, jetzt nehmen wir irgendwie den US-amerikanischen Markt. Der US-amerikanische Markt hat ungefähr 17 Gigawatt an Energieverbrauch jährlich. Das ist sozusagen in den letzten 30 Jahren entstanden. Bis 2030, also in den nächsten 6,5 Jahren, sollen 17 weitere Gigawatt hinzukommen. Das heißt, wir verdoppeln unseren Verbrauch in den USA innerhalb von 6 Jahren, was wir in 30 Jahren aufgebaut haben. Und das Gleiche gilt auch für den deutschen Markt, der fast nicht so groß ist. In Deutschland haben wir knapp 16 Gigawatt Verbrauch. Der ist deutlich höher aufgrund der Regulatorik in Deutschland. Aber wir haben die gleiche Trendkurve auch hier. Ich möchte gerne auf den konkreten Standort mal eingehen. Wir sind in Lichtenberg. Lichtenberg ist ein Bezirk, zwar nicht ganz im Zentrum, aber doch zentrumsnah. Wir haben gerade im Einspieler gesehen, dass ein Krankenhaus in der Nähe ist, ein Park in der Nähe ist, auch Wohngebiet in der Nähe ist, Gewerbe. Ich habe in der Vergangenheit immer gelernt, ja, die Datacenter, die packen wir raus vor die Tore der Stadt. Warum habt ihr euch hier für etwas ganz anderes entschieden? Wie seid ihr da rangegangen an die Analyse und Identifizierung eines geeigneten Standortes? Naja, wir sind Immobilienentwickler und arbeiten natürlich am Ende des Tages auch für den Kapitalmarkt. Und essentiell war natürlich die Rentabilität eines Projektes bezogen auf den Standort. Und ein Standort, der in der 2. oder 3. Gewerbereihe ist, der sozusagen nicht von der Hauptstraße einzusehen ist und schlecht erschlossen ist, der kann natürlich nicht für eine Gewerbeentwicklung stattfinden. Ein B-Plan für Wohnen wurde von Lichtenberg verweigert mit der Aussage, aus Gewerbe wird niemals wohnen. Das war eine ideologische Entscheidung, die damals getroffen worden ist. Dementsprechend mussten wir uns im Gewerbesegment bewegen. Und die Erschließung des Grundstückes hat nicht einem Logistikkonzept gepasst. Das heißt, wir hätten auch nicht irgendwo eine 24-Stunden-Lieferung dort vorausschauend nutzen können. Aber wir haben halt sozusagen uns damit beschäftigt, was entsteht denn drumherum. Und drumherum entstand ein neues Umspannwerk. Das neue Umspannwerk ist an der Grenze zu Lichtenberg gebaut worden, in Marzahn. Das hat eine gigantische Versorgung. Und wir haben genau vor unserem Grundstück eine Hauptleitung der Vattenfall, die sozusagen die Möglichkeit hat, unsere Abwärme direkt nach Berlin-Mitte zu pumpen. Das heißt, wir haben große Faktoren gehabt, die dazu geführt haben, dass wir am Ende des Tages ein Rechenzentrum an den Standort entwickeln wollen. Lass uns mal ganz kurz auf diese Abwärmesituation eingehen. Das ist ja auch wichtig mit Blick auf Energiewende, mit Blick auf die Ziele, die wir haben mit der nationalen Energiepolitik und Strategie. Du hast gesagt, dass ihr wirklich sehr, sehr viele Haushalte auch damit versorgen könnt. Wie wichtig war das für die Entscheidung der Stadt Berlin für den Standort? Ne, ich glaube, ohne geht es ja gar nicht. Ne? Also ich meine, ich möchte einmal daran erinnern, dass alle Unternehmen größer 250 Mitarbeiter ab 2025 der ESG-Direktive berichten werden. Ja? Also da muss ich, wenn ich jetzt Rechenleistung einkaufe, trägt das zu meinem Fußabdruck bei und ich habe ein schlechteres Rating unter Umständen. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal ein Rechenzentrum in Innenstadtlage gesehen haben. Kann ich Ihnen empfehlen, wenn Sie mal in Berlin sind, fahren Sie Nonnendamm runter, biegen links ab, da ist ein Rechenzentrum direkt hinterm der Finanzverwaltung. Die haben so einen Innenhof, ja, wo die Abwärme, die nicht genutzt wird, reinläuft. Da würde ich sagen, haben Sie, wenn Sie draußen 20 Grad haben, im Innenhof schicke 42 Grad. Wir hatten jetzt im Sommer aber Temperaturen, da hatten wir 30 Grad. Dann liegen da 45 Grad drin im Innenhof. Ja? Also da merken Sie selber, die Stadt erhitzt sich zum einen und zum zweiten, mit der Energie können Sie natürlich extrem viel machen. Ja? Und von daher, Gabriel hat es erzählt, da ist eine Fernwärmeleitung in Berlin. Berlin hat aufgrund seiner Historie einfach das größte Fernwärmenetz von Deutschland. Und das wäre ja irgendwie ganz komisch, wenn man solche Themen nicht nutzt. Und durch neue Technologien
kann man das gut nutzen und man hätte es ohne jetzt den Ansatz, den ihr gewählt habt, auch gar nicht genehmigungsfähig bekommen. Ja? Also da hätte jeder in der Stadt gesagt, das wollen wir nicht machen. Und dann stellt sich die Frage, wenn man das draußen auf dem Land macht, dann ist es genauso, ich kriege die Wärme nicht weg. Ne? Und dann habe ich einen schlechteren Business Case. Und von daher ist der Standort einfach ideal. Das ist ja eine schöne Lobhudelei und ich finde das alles klasse. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Berlin, okay, wachsende Metropole, ja. Digitalstandort, ja. Aber wenn ich das richtig gelernt habe, dann gibt es Datencenter-Autobahnen und Datenautobahnen. Und meines Wissens ist Berlin nicht die Hauptstadt, sondern wir müssten uns eigentlich nach Frankfurt bewegen. Du redest gerade über das Backbone-Netz, was sozusagen alle großen Städte der Welt miteinander verbindet. Ja. Weil im Endeffekt Internet funktioniert ja ganz einfach. Man hat eine Leitung und durch die Leitung werden die Daten geschossen. Klar, dass der direkte Weg von Frankfurt nach Paris bis New York oder bis Moskau in den Osten deutlich schneller ist als über Berlin, ist definitiv Fakt. Aber auch Fakt ist der, dass wir einfach keine Infrastruktur haben in Frankfurt, die dafür sorgt, dass wir weiter wachsen können. Uns fehlt der Strom in Frankfurt. Wir haben einen extrem hohen Wasserverbrauch in Frankfurt, der auch dort problematisch wird, dass wir dort weitere Rechenzentren entwickeln. Das sind die ersten zwei Faktoren. Und dann gibt es noch Faktoren der Regulatorik, die in der EU besagt, dass wir auch sicherstellen müssen, dass wir Rechenzentren nicht aus Sicherheitsgründen an einem Standort clustern. Das heißt, wir müssen auch sicherstellen, dass wir weitere Clusterpunkte erzeugen. Und dafür ist Berlin als neuer B-Standort für Rechenzentren seit mehreren Jahren auch bekannt. Und solange wir solange wir mit Berlin auch den Strom haben, wird es auch so bleiben. Stefan, würdest du du willst ergänzen? Und zwar, wenn man mal, also die Deutschen sind ja das Land der Versicherer. Wir haben ja nicht nur die Versicherungsgesellschaften erfunden, sondern auch die Rückversicherer. Und wenn wir uns mit Rückversicherern unterhalten, ist es so, dass ich in Frankfurt ein neues Rechenzentrum gar nicht versichern kann, wenn ich nicht noch eine Doublette an einem anderen Standort habe. Weil genau aus dem Risiko, sollte irgendwas dort mal nicht funktionieren, natürlich die gesamte Infrastruktur gefährdet ist und von daher kommt man gar nicht drum herum. Und es ist auch so, ich meine, nicht jeder Datenpunkt, der, ich sag mal, von so einem Handy aufs Rechenzentrum kommt, also wenn ich jetzt Bild in der Cloud habe, muss ja nach Amerika. Also wenn ich jetzt beispielsweise, also ich als deutsches Unternehmen in einer deutschen Cloud bin, dann interessiert mich der Knotenpunkt in Frankfurt relativ wenig, weil meine Daten gar nicht über den Datenpunkt nach London oder New York geschickt werden, sondern der verbleibt in Deutschland. Und für solche Anwendungen, und dafür gibt es ja genügend, ist es eigentlich ziemlich egal. Da kommt es nur darauf an, also mit welcher Performance das Rechenzentrum arbeitet. Was mich jetzt interessieren würde als nächster Punkt, wir sind hier auf einer Immobilienmesse, wir sind die Immobilienwirtschaft, wir wollen investieren, wenn es um die Rendite geht. Ja? Wo muss ich mir ein Datencenter vorstellen? Wie sieht die Investition in ein Datencenter aus? Vielleicht kannst du das nochmal erläutern. Du könntest mal hier eine Abbildung mal zeigen. Erstmal mal kurz aufzeigen, wie resilient tatsächlich ein Datencenter ist, im Gegensatz zu anderen Gewerbenutzungen. Wir müssen mal jetzt kurz so eine Abbildung mal zeigen. Wir haben hier Equinix und Digital Realty abgebildet. Digital Realty ist der größte REIT der Welt und der besteht nur aus Datacenter. Das heißt, einerseits gibt es noch einen gigantischen Markt dazu. Und wenn wir uns mal von August 2018 bis 2023 mal den Markt anschauen, die Multiplier für Datacenter haben mehrere Krisen überstanden. Einerseits die Corona-Krise, andererseits haben wir die Energiekrise überstanden. Wir sehen, dass wir quasi im August 2022 einen Werteinbruch hatten. Der entstand nicht durch den Zinsmarkt, der entstand dadurch, dass wir Unsicherheiten hatten am Energiemarkt. Was können wir noch sicherstellen, dass diese Rechenzentren tatsächlich betrieben werden? Wir hatten ja diese Doomsday-Vorstellungen gehabt in den letzten Monaten oder letzten Jahr. Und wir sehen, dass sozusagen das Produkt Rechenzentrum immer wieder zurückkam. Das heißt, es ist für Investoren ein sehr nachhaltiges Produkt und ein sehr sicheres Produkt. Das liegt daran, dass, wir haben es ja vorhin kurz einmal erwähnt, dass die Nachfrage nach solchen Flächen bis 2030 sich verdoppelt. Also quasi in den nächsten 6 Jahren. Nochmal, die Nachfrage nicht nur in den USA, Richtig. sondern auch in Deutschland, das wird berechnet, wird sich verdoppeln nach Datencentern. Klar, also jetzt ganz einfach.
wenn wir Cloud-Lösungen nutzen von AWS oder Google oder sonstigen Anbietern, dann sind die Datencenter hier in Europa. Die sind nicht in der USA. Wir haben eine Regulatorik in Europa, die gibt es schon seit Jahrzehnten fast gesprochen, dass die Daten hier in Deutschland als Beispiel oder in Europa gespeichert werden müssen. Deswegen ist der Markt auch innerhalb Europa ein sehr wichtiger Markt für den Datacenter-Bereich und auch ein sehr interessanter, weil wir natürlich hier eine sehr große Diversifizierung in den Ländern haben. Wir haben nicht ein Land, wir haben viele Länder und das heißt, wir müssen auch in jedem Land sicherstellen, dass auch dort die Infrastruktur gegeben ist. Das heißt, wir sind, um mal zusammenzufassen, wir sind deutlich resilienter als jetzt eine Büroimmobilie. Die Multiplier für solche Datacenter sind deutlich höher als Büroimmobilien. Also wenn man sich jetzt die Märkte anschaut, Bestandsbüroimmobilien werden teilweise jetzt schon für das 13, 14, 15-fache getradet und sind halt vom 30-fachen runtergefallen. Und wo liegen wir bei Datacentern? Wir sind bei ungefähr zwischen 21-fach bis 23-fach. Das sind ungefähr die Faktoren, die bis heute Bestand haben, weil auch der gesamte Markt im Datacenter-Bereich Full Equity ist. Also die werden selten finanziert. Obwohl Datencenter, also wenn man jetzt mal sich bei uns unser Projekt mal anschaut, wir haben 70.000 BGF. 70.000 BGF werden am Markt ungefähr für 2 Milliarden getradet. So, das heißt, auch wir haben extrem hohe Investitionsvolumina in solche Datencenter und trotzdem ist dieser Markt sehr stark auf Equity-Basis basierend. Ich hab eine Frage. Für mich sind Datencenter ja riesige Computer. Wie wartungsintensiv ist das denn? Das ist ja anders als ein Gebäude, das man hingestellt hat, fertig ist. Allein die Wartung, das Aufpassen und so weiter, die Sicherheit ist doch eine extrem hohe Herausforderung. Also Datencenter sind kein riesengroßer Computer, es ist eher ein Lager für große Computer. So muss das sein. Du musst dir eher vorstellen wie ein Self-Storage für Serverräume. Die Wartung ist sehr intensiv, die ist nicht so stark personengebunden. Das heißt, in so einem Datencenter wie in unserem Beispiel würden vielleicht 25, 30 Leute arbeiten, inklusive der Security- und Sicherheitsdienstes. Das heißt, heutzutage funktioniert viel digital, heutzutage funktioniert auch viel remote. Wir haben Büroflächen in unserem Datencenter, die sind aber eher dafür gedacht, dass wir sozusagen vor Ort die Energieversorgung sicherstellen. Das heißt, im operativen Bereich sind die Kosten tatsächlich im Verhältnis zu der Rentabilität gar nicht so hoch. Also die Kosten des Managements sind in der Person sehr spezifisch, aber sind im Verhältnis zu den Mieteinnahmen sehr gering. Finde ich spannend. Ich habe eine Frage an Stefan. Wenn du dir das jetzt alles anhörst, würdest du ein weiteres Datencenter in Berlin bauen wollen? Naja, das passiert ja parallel. Ja, also wir haben in Wilmersdorf beispielsweise auf einer alten Gelände einer Zigarettenfabrik, nämlich Remsmar, kommt ein Datencenter hin. Weil ich meine, man muss es sich ja so vorstellen. Wir haben jetzt die privaten Kunden von so einem Rechenzentrum angehört, die Gabriel genannt hat. Aber die öffentliche Hand, also wenn wir mal an die deutsche Cloud denken, wenn wir mal an Behördendienste denken, wenn wir mal an Sicherheitsbehörden denken, die es ja in Deutschland und in der Europäischen Union gibt, da werden natürlich auch Datencenter gebaut, um die selber unter eigener Kontrolle zu haben. Und wir haben im Moment 7 Projekte, die wir in Berlin haben, an Rechenzentren. Ich glaube nicht, dass sie alle kommen, weil man muss wirklich sagen, es braucht ja wirklich diese Kombination, also diesen nachhaltigen Gedanken, den Gabriel in seinem Projekt hat. Ich meine, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, wenn das Ding ausgebaut und hochgelaufen ist, könnt ihr mehr als 10.000 Wohnungen wärmen und kühlen. 25.000 Wohnungen, sagt er. Also ich kann wirklich was mit dieser Abwärme machen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich muss natürlich auch exakt so ein Gelände haben, wo ich jetzt sage, also als Wirtschaftsförderer möchte ich ja möglichst hohe Wertschöpfung, also auch an Personen pro Quadratmeter haben. Deswegen bin ich ja nicht interessiert an so einem Logistiklager irgendwo, sondern ich bin daran interessiert, dass irgendwie auf 100 Quadratmeter 40 Leute eingesperrt sind und arbeiten und schön produzieren und Wertschöpfung betragen. Und muss man natürlich auch sagen, es gibt Flächen, die sich dafür nicht eignen. Und eine solche Fläche ist halt in Lichtenberg und trotzdem, und ich glaube, das hat gar nicht so sehr mit, weil du gesagt hast, Ideologie zu tun, dass man festhält, dass Gewerbeflächen auch Gewerbeflächen brauchen, sondern es ist einfach auch das Thema, dass wir natürlich Platz für Arbeit benötigen, auch in der Stadt. Ja? Also wir haben allein im letzten Jahr, um da mal eine Zahl zu nennen, ist Berlin netto um 73.000 Einwohner gewachsen. Ja, ziehen wir 25.000 ab, das sind die Flüchtlinge, bleiben immer noch 50.000 Leute über,
die wollen natürlich wohnen, die wollen ein Rechenzentrum, ihre Netflix-Serie runterladen, aber die wollen natürlich auch tagsüber zur Arbeit gehen und auch dafür brauchen wir Flächen. Das heißt, wir haben gleichzeitig an Flächen einen hohen Konflikt, weil 10 Parteien sagen, alle mit einem guten Argument, eigentlich ist die Fläche für mich die richtige. Und deswegen muss man sehr genau austarieren und deswegen bei diesen 7 Projekten Rechenzentren, die wir noch in der Schwebe haben, bin ich mir gar nicht so sicher, dass in den nächsten 2 Jahren tatsächlich auch 7 Flächen gefunden werden, weil nicht immer passt es so gut wie in Lichtenberg mit dem Blue Star. Also eine Sache, die mich jetzt interessiert. Ich habe verstanden, wie das mit der Abwärme ist. Ne, ich muss also mit Vattenfall sprechen. Wenn die da noch keine Fernwärmeleitung haben, dann sollen sie bitte umleiten zu meinem Grundstück, damit ich da das anzapfen kann. Machen wir aber nochmal die andere Seite. Datencenter sind auch haben eine sehr große Energieerforderung bei der Nutzung. Ja? Wo kommt die Energie her? Also die Energie kommt ganz genau genommen aus dem Umspannwerk von Stromnetz Berlin. Stromnetz Berlin ist der Versorger. Er beliefert sozusagen oder er gibt uns die Infrastruktur, um die Energie zu versorgen. Was wir bei Blue Star machen, darüber haben wir auch schon in den 2 Panels davor gesprochen, über Solar. Wir werden Blue Star mit Solarfreiflächenanlagen miteinander verbinden und dort die Energie liefern. Das heißt, wir werden ungefähr 200 Megawatt an Solarflächen abbilden um Berlin herum, die über Energielieferverträge uns die Energie auch CO2-neutral beliefern werden. Das ergibt uns die Möglichkeit, dass wir einerseits in den ESG-Kriterien in diesem Produkt noch nachhaltiger gestalten und wir haben, wie wir schon beim letzten Panel gesprochen haben, einen Equity-Kicker, weil wir sozusagen nochmal die Rentabilität aus den Solarparks nochmal generieren. Also sozusagen komplett die Wertschöpfungskette der Energie abgebildet in diesem Datacenter. Richtig. Finde ich spannend. Eine Sache, die mich tatsächlich noch interessiert. 7 Projekte in Berlin haben, die jetzt geprüft werden. Knatscht es da nicht mit den anderen Städten in Deutschland? Also andere Städte sind noch nicht so weit. Am Ende des Tages, was sind denn Rechenzentren? Rechenzentren sind Produkte, die man exklusiv für bestimmte Mieterklientel entwickelt. Wie wir vorhin schon gesagt haben, AWS, Google, Meta oder sonstiges an großen Tech-Konzernen. Und die haben ihre besonderen Anforderungen. Das heißt, man entwickelt immer ein Produkt nach deren Ansprüchen. Genauso ist es ja bei uns so auch im Hause passiert. Und der Anspruch ist aktuell, uns interessiert zum Zeitpunkt heute München gar nicht und uns interessiert Hamburg nicht, weil die Mietergesuche auf diesem Markt gar nicht existieren. Die werden existieren aus meiner Sicht, weil wir sozusagen einen doppelten Energieverbrauch in den nächsten 6 Jahren erleben werden im Rechenzentrumsbereich, der dazu führen wird, dass diese Nachfrage oder dass der Wachstum dieser Nachfrage dazu führen wird, dass wir auch auf andere Städte umsteigen müssen, weil wir gar nicht die Infrastruktur so schnell hinbekommen. Das heißt, wir haben ja gesehen, wir sind ja von Frankfurt nach Berlin gewandert, weil es in Frankfurt ja keinen Strom mehr gab und weil es eine Regulatorik gab. Wir werden auch Berlin zuclustern damit und sobald wir dort auch das Netzproblem haben werden, dass wir sozusagen die Infrastruktur nicht mehr so schnell nachbauen werden Städte wie Hamburg, München die nächsten Player auf dem Markt. Das ist sozusagen notgedrungen ist das sozusagen durch die Nachfrage. Und wir können mal kurz vielleicht die Nachfrage nochmal aufzeigen. Wir haben ungefähr ein Cloud-Business, was ca. 300 Billionen groß ist an Dollar. Und mit der neuen AI-World, die wir sozusagen jetzt live miterleben, also quasi ein neues Produkt, was auf den Markt kommt, wird ungefähr der Markt nochmal doppelt so groß. Das heißt, nur die KI-Anwendungen, die wir jetzt auf dem Markt erleben, werden nochmal dazu tragen, dass wir sozusagen das Cloud-Business so groß abbilden können, wie das AI-Business. Stefan, letzter Punkt. Ja, vielleicht mal aus einer anderen Sicht sozusagen als Wirtschaftsförderer betrachtet. Wenn ich jetzt die Frage so verstehe, knatscht es bei den 7 Projekten, also wer wird es in Berlin, finden die irgendwas? Dann ist es natürlich so, dass wir so um Zeitpunkte reden. Also 2017 war ich in Tokio und habe bei NTT mit dem CEO gesprochen und habe aktiv dafür geworben, mit einem Datencenter nach Berlin zu kommen. Das ist vor 1,5 Jahren im Marienpark eröffnet worden. So, das war eine wunderbare Geschichte. Jetzt würde ich sagen, wenn jetzt ein neuer Betreiber vom Datencenter kommt oder beziehungsweise ein Projektentwickler und hat nicht selber eine Fläche, dann sage ich, du, hier ist die Visitenkarte von meinem Kollegen aus Brandenburg, frag den noch mal.
Weil es ist so, wir als Stadtstaat, und das wird Hamburg genauso gehen, haben halt eine begrenzte Fläche. Und wir müssen zusehen, dass wir auf der Fläche was Vernünftiges machen. Das ist die eine Seite, wo wir sagen, naja, also könnte ja auch was in Brandenburg sein, ja, also weil wir davon profitieren. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass es die Gesellschaft fordert. Also es ist eine erforderliche Infrastruktur. Wir können mit unserem Wirtschaftswachstum, was hatte ich am Anfang gesagt, auf dem Thema Digitalisierung beruht, ja nicht irgendwie diesen Hebel wegnehmen, dass wir keine Rechenzentrum haben und uns selber sozusagen den Enabler wegnehmen. Ja? Und das muss man so ein bisschen austarieren. Und von daher bin ich immer froh, wenn auch die Umlandgemeinden um Berlin herum was machen. Und wir haben jetzt den haben wir nach Potsdam geschickt, weil die eine neue Siedlung machen und haben denen gleich gesagt, unterhaltet euch mal zusammen, dann kannst du die Siedlung komplett aus ein kleines Fernwärmenetz machen und komplett das Datencenter machen. Und das ist dann auch sozusagen eine gute Kombination im Cluster. Ja? Darum geht es, intelligente Lösungen zu erdenken. Intelligente Lösungen für die Daten-Highspeed-Autobahnen der Zukunft. Datacenter als Möglichkeit zu investieren und Immobilien zu entwickeln in den Städten und das Ganze nachhaltig zu machen. Das war das Thema des heutigen Panels. Prayer.